Hi Leute, willkommen zu Dragen mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar, wie man beim Schwert die Schwertspitze vernünftig hinkriegt. Nachdem ich euch ja beim letzten Tipps und Tricks gezeigt habe, wie man die Klinge vernünftig gerade kriegt, zeige ich euch jetzt mal, wie man eine Spitze vernünftig hinkriegt. Da ich ja noch an dem einen Schwert dran bin und dann dabei immer so ein paar Sachen jetzt als Tipps für euch geben will, machen wir jetzt mal heute wieder ein Tipp- und Tricks-Video. Und dann hoffe ich mal, dass im Laufe der Woche meine Motivation wieder kommt, auch längere Videos zu machen. Vielleicht mal ja noch ein Short, mal gucken. Und dann schauen wir mal. So, dann fangen wir mal an. Und zeige ich euch jetzt mal, wie man an einem Schwert die Spitze vernünftig hinkriegen kann. Ne? Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Wie ihr seht, habe ich noch nicht an dem Ding weitergemacht. Und zwar hatte das den Hintergrund, dass ich euch auch mal zeigen will, wie man eine Spitze vernünftig hinkriegt. Das ist quasi, brauchen wir noch einen Kugelschreiber. Maßband nehmen wir auch mal, können noch einen Zollstock nehmen oder Geodreieck, je nachdem, was ihr gerade so habt. Normalerweise hätte ich jetzt, ich hatte ja hier in dem letzten Teil dann schon hier ein bisschen geschnitten und euch gezeigt, wie das dann halt gerade ist. Das hätte ich jetzt quasi hier oben mit der Spitze direkt in einem auch schon gemacht. Passt auf, dann geht er hin. Ihr nehmt das Brett, ist geschnitten 6,2, dann muss ich hier 3,1, dann nimmt er dann die Mitte. So. Hier habe ich ein bisschen genauer geschnitten, also so hundertprozentig ist das bei mir auch nicht, aber das sieht auf jeden Fall schon gerade aus. So. Dann macht er zwei Linien. Braucht er auch nur auf der einen Seite zu machen, da er die Mitte hat. So, passt auf. Da habt ihr jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt habe ich hier ein Stück Pappe genommen. Habe das auf dieselbe Breite geschnitten, wie das Brett ist. Also weitgehend, glaube ich. Naja, gut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das dann auch in der Mitte machen. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das Brett, das ist auch nicht so ganz hundertprozentig gerade. Naja gut, ist nicht schlimm. So, und zwar haben die meisten ja immer das Problem, ich sage jetzt mal, das hatte ich auch ab und zu, dass ihr quasi die Seite nicht gleich habt. Deshalb erstmal in der Mitte, dann geht er hin, macht dann hier bei der Pappe, ich muss mal ein bisschen sortieren, macht er bei der Pappe halt auch erstmal die Mitte. Dann müsst ihr gucken, wie lange ihr das machen wollt. Ich sag jetzt mal, wir messen mal, wie lange wir das hier haben. Das sind ca. 10 cm. Machen wir das hier auch mal. So. Geht er hier auch auf 10 cm. Wie gesagt, das können wir natürlich auch kürzer oder länger machen, je nachdem, wie spitz die Spitze werden soll. So. Jetzt habt ihr ja hier die Mitte. Dann geht er hin, wenn er nicht gerade, gibt auch Schablonen, die habe ich jetzt allerdings nicht mit runter, weil die meisten so eine Schablone wahrscheinlich ja nicht haben. Dann macht er auf der einen Seite so, wie die Spitze nachher, wie ihr die haben wollt. Ich gehe dann immer hin und krakel so ein bisschen. So. Oh, das sieht doch schon ganz passabel aus. Ja, gefällt mir schon. Also im Endeffekt, ihr habt dann, sagen wir mal, zwei Versuche, wie ihr das dann machen wollt. Könnt natürlich dann auch die andere Seite nehmen hier. Wenn ihr dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr das dann so, was, ich sag jetzt mal ein bisschen spitzer dann machen wollt irgendwie. Ne? Ja, das ist jetzt nur mal hier so als Beispiel. Ne? Damit ihr seht, was ich meine. Seht ihr? Könnte da quasi auch das dann nehmen oder eine ganz andere Form, also je nachdem. Ne? Wir nehmen jetzt aber mal hier die Seite. Geht da hin, schneidet das Ganze schon mal ab, dann die Linie nach, so wie ihr das dann haben wollt. So, schon habt ihr die eine Hälfte. Dann geht er hin,
Nehmt euch wieder den Rohling, legt die Spitze drauf, guckt, dass das dann hier so weit an der Linie ist, oben, unten und hier die Seite. So. Wenn es nicht so 100% ist es auch nicht so ganz schlimm. Dann spiegelt das einfach einmal umklappen. Weil das ist ja auf beiden Seiten soweit gleich. Ja. Guckt, dass ihr das in der Mitte wieder soweit habt. So. Ja, schon habt ihr die Spitze auf dem Ding drauf. So. Dann geht er hin. Legt das irgendwie gut auf. Also nicht irgendwie, sondern irgendwo. In dem Fall hier mit der Matte ist das natürlich schön, weil ihr schön von oben runter schneiden könnt. Aufstehen. Das Schöne ist, Cutterklingen, die können auch so ein bisschen biegen. Natürlich nicht zu viel. So, das Ganze ist jetzt noch ein bisschen vorne stumpf, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. So. Müssen wir mal ein bisschen hin und her drehen, das Ganze. So, jetzt habt ihr hier noch so ein bisschen eine Kante, das kann man dann beischleifen. So, dann haben wir das jetzt hier. Dann geht er wieder hin, macht er wieder so eine 45 Grad Phase, erstmal so eine kleinere. Im Endeffekt könnt ihr so nämlich auch dann, wenn er eine Klinge ansetzt, das abgeschnitten wurde, weil abgebrochen, kaputt gerissen, was auch immer, könnt ihr das dann mit nämlich auch machen. So. Jetzt haben wir erstmal eine kleine Phase, die machen wir jetzt ein bisschen größer, dass wir über das Leder drüber kommen. So. Deshalb hatte ich auch an dem Rest der Klinge auch noch nicht weiter geschliffen, weil ich euch das mal zeigen wollte. So, der Übergang ist noch nicht so ganz so gut, aber das war beabsichtigt. Dann kann man das nämlich hier dann komplett danach alles beischleifen. So, und wie ihr seht, schon habt ihr die Spitze vernünftig hingekriegt. So sieht das Ganze jetzt aus. Den Rest kann man dann von hier dann quasi dann anpassen mit der Schleiferei, dass die Klinge gleichmäßig ist. Am besten nimmt ihr dann was Größeres wie so ein Schleifklotz oder halt irgendwas anderes, was eine flache Oberfläche, wo ihr dann das Schmirgelpapier drauf machen könnt. Vielleicht ein Stück Brett oder sowas, ne, je nachdem, was ihr da habt. Damit ihr halt eine größere Auflagefläche habt, um dann hier so gleichmäßig drüber zu ziehen. Ja. Also ihr könnt natürlich auch mit so Hand machen, aber das Problem ist halt, ihr habt eine relativ kleine Fläche und dadurch wird das vielleicht dann nicht ganz so gleichmäßig, wie als wenn er mit einer größeren Fläche halt so drüber geht. Also ein bisschen wie so, naja, wie so ein Bandschleifer. Nur wie gesagt, macht es, wenn ihr nicht so unbedingt da Übung drin habt, macht das am besten von Hand. Weil von Hand habt ihr nicht so schnell alles weggeschliffen wie mit dem Bandschleifer. Wenn ihr da einmal ein bisschen zu viel weggeschliffen habt, das ist dann schlecht wieder dran zu kriegen an der Matte. Ne? Nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, wie gesagt, so sieht das dann aus. Vorne ist noch ein bisschen flach, aber das mache ich dann später. Kann man dann ein bisschen noch nach vorne noch ein bisschen mehr wegschleifen. Dann wird das hier auch an der Stelle dann natürlich auch noch ein bisschen spitzer. Wenn man es natürlich nicht haben will, kann man es natürlich auch so lassen, je nachdem. Ne? Aber das liegt dann an euch. Wie gesagt, dann schleift er hier noch ein bisschen mehr weg.
Ich habe es hier auch noch nicht so viel weggeschliffen, weil ich dann den Rest der Klinge ja noch schleife. Und wenn das dann automatisch auf beiden Seiten noch weniger wird, habt ihr hier generell dann schon die Spitze noch ein bisschen spitzer. Auf jeden Fall so kriegt ihr die gleichmäßig auf beiden Seiten hin. Das war eigentlich das, was ich euch mal wieder so kurz zeigen wollte. Wie gesagt, das Schwert, das wird ja dann hier mit dem Restaurierungsvideo mache ich dann weiter. Und deshalb benutze ich das auch so für ein paar kleinere Tipps für euch. Der eine oder andere baut ja vielleicht auch selber und hat dann ein Problem. Jetzt das mit dem gerade Klingen kriegen, das war ja bei den Leuten anscheinend auch sehr gut angekommen. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen weitergeholfen bei euren Projekten. Wie gesagt, ist jetzt kein Hexenwerk. Ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man weiß, was man macht. Der eine oder andere weiß es, der andere nicht. Ich hoffe mal, dass euch das wieder ein bisschen bei euren Projekten weiterhilft. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Videos. Wir sehen uns.